Hallo Freunde, herzlich willkommen zu Video 3. Kurzer Rückblick, erstes Video war der ganze Rahmen intern, alles was hier grau ist, Motorblock, Lenkung etc. Video 2 ging dann schon ein bisschen ins Detail, was hier vorne den Vorderbau angeht, die ganze Stabilität der Lenkung selber. Und auch hier links und rechts der Rahmen ist im zweiten Video dran gekommen, dass das da hinten dann alles ein bisschen stabil ist. Heute geht es um die ganze Verblendung hier hinten. Na, ihr seht, ich habe hier einen Haufen Teile rumliegen. Das erste, was wir ranbauen, ist dieser Rahmen, der hier hinten drauf kommt. Hier habe ich nichts gemacht, das ist wirklich original geblieben. Von der Farbe mal abgesehen. Ist alles genau so, wie es der Originalteil auch hat. Na, das müssen wir jetzt hier noch, das kommt dann hier drauf hier vorne. Das muss jetzt auseinandergezogen werden können, damit ich es anbauen kann. Deswegen ist das hier noch lose. Hinten machen wir jetzt ein bisschen Ordnung. Das Teil hat man uns gerade angeguckt, das kommt jetzt hier ran. Kleiner Hinweis, weiter vorne. Das Teil habe ich vergessen. Das müsste man noch mit einführen. Das gibt es in dem Teil ein paar Szenen weiter vorne nie. Ansonsten wird das hier einfach dran gesteckt. Na, hier vorne mit dem Pin hier an den zweiten. Und wird dann über die Achse von der Bedienung hier drüber geführt. Und wieder zurückgeschoben. So. Hier hinten dann, deswegen sage ich, hier müsste man noch locker lassen, drauf und dann hier links und rechts zusammengesteckt, also hier unten rein. So, na, hier seht ihr jetzt, guckt es noch raus, hier und da, das geht jetzt hier zusammen. Ihr wisst, die schwarzen Pins sind nicht unbedingt trefferfreundlich, so, haben wir das und das. Jetzt könnt ihr den rumklappen. Dann trifft hier hinten auch ein Pin von dem Ast hier die Achse dort. So, haben wir das hier dran. Ein Hinweis noch, hier oben ist in der Nachnahme vorher ein schwarzer Pin verbaut, so ein Zweier-Pin. Macht hier bitte einen Dreier blauen Pin rein, sonst habt ihr kleine Verbindung zu wenig für diese Seitenplanken. Und als nächstes kümmern wir uns um die Seitenverkleidung. Seitenverkleidung ist original geblieben, mit der Klappe und dem, was hier aufzuklappen geht. Da ist von mir auch nichts verändert worden. Angefangen hier oben an dem gelben, setzen wir das einfach hier rein. Zack. Schwarz trifft dann hier oben, das ist auch eindeutig. Klappe können wir aufmachen, können wir das hier vorn kleben, dann sehen wir das auch. Und dann muss der L-Arm hier unten, ist wie gesagt auch ein schwarzer Pin, graue Achse, das trifft auch ziemlich genau. Und wie gesagt, hier unten der gelbe Achsaufnahme, der muss hier noch auf die graue Achse. Zack. Die Seite fertig. Auf der Seite ist es genauso wie auf der anderen. Also fast. Wir haben hier die Klappe, wir haben das, was hier auf ist. Das Einzige, was hier fehlt, ist das graue Teil, was hier nach unten geht. Das ist hier auf der Seite anders gelöst. Aber ansonsten ist das hier genau dasselbe. Bevor wir die Verkleidung auf der Seite einsetzen, fehlt noch das Teil. Kommt hier dran, zwei schwarze Pins, graue Achse, nochmal schwarzer Pin. Gibt nochmal ein bisschen Stabilität. Zack. Und ansonsten haben wir dann das Verbindungsteil, ist hier vorne auf der Achse. Das Teil hier oben an dem blauen und der ist hier dann hier oben. 1, 2, 3. Zack. Das nächste Teil ist eine Stoßstange. Weitestgehend original geblieben. Ich habe sie wie gesagt nur ein kleines bisschen angepasst, weil ja der Batteriekasten fehlt. Die Stoßstange hinten habe ich ein bisschen modifiziert. Vorher war das hier zum Aufklappen. Ich glaube so rum. Ist aber letztendlich auch egal. Jetzt ist es fest, weil hier war ein Batteriekasten im Original drin, der das verbunden hat. Die gibt es ja bei mir nicht mehr, deswegen musste ich hier eine steife Verbindung zu links und rechts machen. Und den Batteriekasten habe ich hier mit diesen grauen 5ern simuliert. Das ist an der Stelle saß das Batteriekasten, damit auch die Aufnahme dieselbe bleiben kann. Das zu montieren ist jetzt ein bisschen kniffliger als mit dem Batteriekasten, weil die Führung fehlt. Die Verbindungspins hier, die steckten vorher hier drin, die habe ich jetzt rausgezogen, die müssen hier durch das zweite Loch. Dort. Ja, und seht ihr dann schon, was passiert, der guckt hier durch und würde dann hier durch das Kreuz gehen. Das heißt, wir fangen jetzt mit der Seite an. Ziehen den
raus, stecken den hier drüber, stecken den Pin wieder rein. So. Durch bis durch. Und dasselbe machen wir jetzt völlig entspannt auf der anderen Seite. Ja. So, Stoßstange haben wir dran, Verkleidung haben wir dran. Das letzte, was jetzt noch fehlt, ist die ganze Motorverblendung hier. An der habe ich nichts gemacht, die ist original geblieben. So sieht sie aus. Die Rückverblendung ist genauso geblieben, hier habe ich nichts dran gemacht. Ja, also das ist die Tür, die hier auf der Seite zum Wegklappen geht. Angebaut wird es wie folgt. Wir fangen mit dem ohne Tür an. Hier oben den schwarzen Pin habe ich gerade noch reingesetzt. Der geht dann hier dahinter in das Röhrchen. Das Loch hier unten geht an das Graue. Und der Pin hier unten landet dann hier in dem Ding hier unten. So. Und dasselbe ist jetzt auf der anderen Seite auch nochmal. Wir haben das Ding hier, wie gesagt, auch hier der Pin, der fehlte gerade noch, der ist jetzt noch hier drin. Ansonsten haben wir hier auch Sport hier unten, graue Pin hier oben für das. Zu guter Letzt bauen wir noch die Kotflügel dran. Gibt es einen linken und einen rechten. Kotflügel rechts, nichts verändert. Trittbretter dran, Geländer dran, Aufnahme dran. Hier ist das Ding, wo es jetzt aufgenommen wird. Kotflügel links hinten ist genauso wie der auf der rechten Seite, nur spiegelverkehrt. Wir haben die zwei Trittbretter dran. Ansonsten ist das genauso geblieben wie das Original. Angebaut werden die Kotflügel relativ einfach. Ihr habt ja hier an der Seite das graue Teil, was ja immer an der Mitte durchgeht. Dann hier noch diese zwei gelben Teile und hier unten, was jetzt hier noch ein bisschen lose rumschlappert. Hier steckt ja die 5er-Achse mit Anschlag drin. Und dann wird es einfach hier reingelegt. So. Und dann schiebt man die 5er-Achse mit Anschlag einfach hier rein. Zack. Und dann lässt er sich hier hin und her klappen. Und dann ist am Kotflügel hier unten das gelbe Teil dran. Hier ist der blaue Pin. Das steckt sich dann hier dran, dann ist er hier fest. Dasselbe machen wir auf der anderen Seite genauso. Hier ist wieder das schwarze Teil, dahinter steckt die 5er-Achse mit Anschlag schon auf Wartestellung. Also hier noch, wir haben hier das gelbe Aufschlag, das graue, dann haben wir nochmal gelb. Die graue Achse ist jetzt das Entscheidende. Wir schieben das Ding daran, dann schieben wir die Achse einfach hier durch. Dann lässt sich das hier wegklappen. Und der blaue Pin hier hinten. Schon ist das Ding dran. Die Leiter ist das nächste. Die kommt dann hier vorne an die Seite dran. Die Leiter ist auch schon vorgefertigt. Wie beim Original, nichts dran gemacht. Das Geländer ist original, das Trittbrett ist original, die Leiter selber auch und das Verbindungsstück hier auch. Angebaut wird es an die Seite. Der blaue Pin sitzt hier unten an dem schwarzen. Der blaue Pin trifft dann jeweils eins von den dreien hier, das werden wir gleich sehen, welches das ist, und der blaue kommt hier an das. Wir fangen oben an mit dem hier. Der sitzt hier. Jetzt seht ihr ja auch, welches das hier ist, das wird entsprechend auch reingedrückt. So. Jetzt müssen wir das hier noch mit ein bisschen Fingerspitzengefühl da reinschieben. So. Zu guter Letzt kommt noch das Fahrerhaus drauf. Fahrerhaus, Original. Farbliche Variation jetzt mal außen vor gelassen. Das einzige, was hier nicht mehr original ist, ist oben im Dach. Die Rundumleuchte ist weg. Und das Teil ist neu dazugekommen, weil hier kommt ja dann das Zahnrad drauf, damit ihr lenken könnt. Und weil das Fahrerhaus hier hinten dann auch noch an die bereits vorhandenen Teile angebaut werden muss, müsst ihr das dann auch noch mal auseinanderziehen können. Deswegen ist das Ding hier noch nie fest und auch die hier noch nie. Wie ihr gerade schon in der Bauanleitung gesehen habt, auf
hier 2 Verbinder drauf. Einen davon müsst ihr nochmal abziehen, den habe ich dort vergessen abzumachen, weil die Achse hier vorne geht hier durchs Geländer. Mit dem geht das logischerweise nicht. Das ist auch die erste, die hier eingefädelt werden muss, und die zweite Achse ist die von der Lenkung, die hier oben durchs Dach muss. Das sind die ersten 2 Dinge, die zusammengeführt werden müssen, damit das ganze Ding hier funktioniert. Und sobald ihr durchs Geländer durch seid, Verbinder wieder draufstecken. Wichtig, klemmt sonst. So, das ist wie gesagt die Achse von der Lenkung noch durchs Dach. Und dann könnt ihr hier alles andere nacheinander einstecken. Schwarze Pins hier hinten, schwarze Pins hier drüben. Ja, sobald ihr hier die B-Säule quasi, könnt ihr auch den hier hinten 2 Teile zusammengesteckt habt, könnt ihr auch die Seile hier oben noch machen. Damit zieht das Fahrrad erstmal nicht mehr auseinander. Jetzt mache ich das noch mit dem hier dran. Dasselbe spielt auf der anderen Seite. Das Ding hier vorne wird mit denen hier verbunden. Ja, das musst du einfach hier hochziehen und ein bisschen hin und her drehen und wenden, dann klappt das schon. So. Und zu guter Letzt haben wir hier noch 2 5er-Achsen mit Anschlag. Die kommen dann hier unten rein. So wie beim Original auch, wie gesagt, dort habe ich ja nichts dran geändert. Zack, auf der Seite hin. Hier drüben hinter dem Trittbrett hier vorne treffen dann wie gesagt hier den ersten Steg von hinten. So. Und damit wäre das dritte Video fertig. Im letzten Video, was ihr hier seht, machen wir dann hier vorne den Schild dran, die Räder, die Radkästen hier vorne. Und dann ist das Geschoss fertig. In dem Sinne, viel Spaß beim Nachbauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.